Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie ich die Akku bei einer TomTom der zweiten Generation wechsle. Das ist unter anderem die Spark 1, 3, Runner 2, 3, Golfer 2 und die Adventure. Der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Generation könnt ihr daran erkennen, dass die erste Generation 3 Punkte hat, oben den Schriftzug hat, nicht unten, und der Knopf ist halt bei der ersten Generation deutlich weiter vom Display entfernt als bei der zweiten. Der Wechsel der Akku für die zweite Generation ist relativ einfach und auch schnell gemacht. Dazu benötigen wir einen Schraubenzieher mit einem T5-Kopf, eine Akku, in dem Fall die TT Repair Smart Energy T2. Es gibt auch noch eine T1, die ist für die erste Generation. Kann man sich eigentlich ganz gut merken. Um letztendlich die Akku austauschen zu können, müssen wir 6 Schrauben wechseln. Und los geht's. Wenn wir das Gehäuse öffnen, bitte vorsichtig hochheben, weil darunter Kabel verlegt sind. Wenn ihr ein Pulsmesser habt, dann noch mal ein zusätzliches, ansonsten halt nur von dem Vibrationsmotor. Dennoch einfach aufklappen und nicht hektisch dann rumziehen. Wie man sieht, ist jetzt oben die Akku eingeklebt und mit dem Mainboard unten verbunden. Diesen Pin kann man eigentlich ganz einfach rausziehen. Ich würde dennoch empfehlen, beim Herausziehen das eher zu kontern. Dazu nehme ich halt eine kleine Zange, eine Pinzette, halte den Rahmen von außen fest und ziehe dann einfach kurz beherzt am Kabel. Wenn man das nicht macht, kann es passieren, dass dieser Sockel halt vom Mainboard sich löst. Passiert selten, aber kann passieren. So, nun kann die Akku von oben rausgenommen werden. Vorsichtig, weil der Pulsmesser ist dort hinter. Die ist halt auch genauso wie alles andere, meistens auch einfach nur mit einem Kleber befestigt. So, die neue Akku, das gleiche Spiel nur rückwärts. Den kleinen Stecker auf den Sockel drauf und dann runterdrücken. Nochmals nachdrücken, nur um sicher zu sein, dass er auch wirklich fest sitzt und Kontakt hat, ansonsten gibt es keinen Strom. Jetzt die Akku wieder zurück ins Bett. Der Restkleber von der vorigen Akku reicht vollkommen aus, damit die Akku nicht rumwackelt. Smartwatch in die Ladestation oder an das Ladekabel. Schauen ganz kurz, ob es leer laden würde, und wenn man abzieht, müsste weiterhin das Display funktionieren. Wenn nicht, dann hat die Akku keinen richtigen Kontakt. So. Und so wie man sieht, Strom ist immer noch vorhanden, also funktioniert die Akku. So, das war der Umbau der TomTom Akku. Ich hoffe, es hilft euch weiter und ihr könnt noch einige Runden mit der Uhr drehen. Bis dann!